Eine Treibstoffrechnung. Boah. Wie können wir denn... Hallo? Damit können wir nichts anfangen. There's no prints here. Keine Prints. There's no prints here. There's nothing special there. Und auch nichts Besonderes. Tja. We can't use that here. Ich brauche eine Pause. Also ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich werde jetzt einfach mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Ups, ja, wollte ich nicht. Ich wollte hier ins Labor. Ich werde jetzt einfach mal die Aufnahme kurz... What do you need? Im Moment nichts, Greg. Danke. Außer eine Pause. Ich werde jetzt die Aufnahme pausieren. Ich werde sie unterbrechen. Ich werde mir einen ruhigen Moment gönnen. Und werde gleich mich wieder... Ich werde jetzt kurz das Qi fließen lassen. Ich werde Entspannungsübungen machen, Atemtechnik, Feng Shui, mein Zimmer aufräumen oder sonst irgendwas. Aber ich werde versuchen, erstmal zur Ruhe jetzt zu kommen. Einen kurzen Moment der Entspannung suchen. Und wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Aufnahme von CSI. Und dann kommt auch meine typische Verabschiedung. Bis gleich. Heidio, meine Freunde. Ja, ich habe mich jetzt ein wenig beruhigt, bin runtergekommen, habe versucht, Ruhe bei meiner Terrorkatze zu finden, aber wie es sich für eine Terrorkatze gebührt, hat diese nur mich angenörgelt und den Abgang gemacht. Das heißt, ich musste mich ohne sie beruhigen, habe jetzt ein wenig Zeit verstreichen lassen, habe ein bisschen was gegessen, ne, vielleicht ne, so Beruhigung im Essen finden. Also auf jeden Fall der Nenner, auf den ich kommen will, oder beziehungsweise auf das Ergebnis, das ich kommen will, ist, ich bin runter. Von meinem Ausraster, meinem Kleinen hier. Ich will diesen Fall jetzt noch zu Ende bringen. Werde jetzt deshalb so lange aufnehmen, bis ich diesen Fall zu Ende gebracht habe. Und werde dann mal schauen, was der dritte Fall so für uns zu bieten hat. Aber das wird sich dann zeigen. Ich werde ihn definitiv heute nicht mehr anfangen. So viel ist mal sicher. Und was will jetzt eigentlich Jim Brass genau, bevor wir Mr. Grey unter die Fittiche nehmen können und ihm Feuer unterm Hintern machen können? Yes? Können wir Jason Grey nun endlich vielleicht mal zum Verhör laden? Sounds like you only got part of the story. I want you to get both a motive and a link to whatever started the blaze before we light a fire under him ourselves. Okay, den Link, der ihn mit der Feuersache in Verbindung setzt, war ja hier. Na, komm. Nicht aufregen wieder. Immer ruhig bleiben. Ja, war ja dieses Handtuch. Dann haben wir festgestellt, dass das wirklich sein Flugzeug ist. Dass er hier aus Ecuador eine Lieferung gekriegt hat. Und das Motiv, das haben wir hier doch gefunden. Das ist die Information über die 1,5 Millionen. Eine Fotokamera-Funktion haben wir ja nicht. We can't use that here. Das war eigentlich auch klar, dass wir das nicht nutzen können. We can't use that here. Vielleicht brauchen wir Fingerabdrücke. There's no prints here. So, There's no prints here. auch nicht. Vielleicht riecht da irgendwas We dran. can't use that here. We Blutspuren. can't use that here. Hätte mich auch gewundert. There's nothing special there. Naja, außer dass es das Motiv ist. So. Wenn es das jetzt ist. Das ist genau wie hier. Mit der Pinzette nehmen wir das auf. Wahrscheinlich hätte auch die Hand gereicht. Die Etiketten. Wenn es jetzt... What can I do for you? Wer, Jim? Wer? Guy torched his own house, huh? Well, let's bring him in for a chat. Maybe he's just burning to confess.
Mr. Gray, I think you know why you're here. We've gathered considerable evidence indicating that you lied to us about the fire at your home. Cooperate. Make it easier on us, we'll make it easier on you. I've told you everything I can think of. No intention on my part to be deceptive. Ja. Das ist ohne Worte. Normalerweise würde ich die coolen Sprüche, die Brass jetzt gerade rausgehauen hat, ne, sowas von abfeiern. Aber ich bin momentan erpicht daran, an mich zu halten. Warum, bitteschön, wurde auf der Außenseite Ihres Bürofensters Glas gefunden? I don't know anything about that. I'm the victim here, you know? Und unser Hauptverdächtiger. Haben Sie kürzlich Wein aus Südamerika gekauft? Gefauft? Sometimes I purchase wine when I'm down there. There's a fine local winery. So what? What am I being accused of? Drinking and driving? Also ganz ehrlich, wenn man eine Collectors komplette Edition rausbringt, dann könnte man ja mal vielleicht sich die 5 Minuten hinsetzen, die gröbsten Schnitzer, über die man vielleicht nach 10 Jahren wissen oder Bescheid wissen sollte, rauszumachen. Ist ein bisschen peinlich und vielleicht ein bisschen das Spiel aufzupäppeln, damit solche Bugs nicht entstehen. Aber ist ja nur meine Meinung. Kaufen Sie Flugzeugbenzin? Are you joking? Of course I do. I own a plane and I'm active in the aviation industry. Jet fuel's good for killing weeds. Always keep a little in my back shed. Was können Sie uns zu dem Lappen sagen, den wir im Hangar gefunden haben? I have a bunch of those rags. I don't know where I picked them up. There must be thousands of rags like that in Nevada. Sind Sie vielleicht mit der Erfüllung Ihres Vertrages in Verzug? What business is that of yours? My office is a charred ruin. I lose most of my key records and you're nosing into my clients? We have all the evidence we need to make an arrest, Mr. Gray. I just wanted to give you an opportunity to make it easy for both of us. We can do this the hard way. Und wieder wurde das mit dem Hardway nicht übersetzt. I guess you're right. What's the use? You got the goods on me. You're right. I was way behind on that contract, looking right into the face of financial ruin. It had been building up over the last few weeks. The pressure. But it was spur of the moment. An impulse. I grabbed a rag and that bottle of jet fuel in the shed and smashed it on my office floor. You know, to suggest somebody pitched a Molotov cocktail. I added fuel to the fire, literally. Emptying my lighter on the desk, making sure to douse some letters on top, including one from James Ritchie. I put it out with the fire extinguisher I brought with me from the shed. Then it occurred to me, I ought to make it look more like a break-in, so I busted out a window in the office. But even as I was doing it, I saw the pieces of glass tumbling onto the ground outside and realized I'd screwed up. So I went out and tossed them back in. That's everything, I think. After all that lying, don't you feel better now? Mr. Gray, we didn't secure your shed because it wasn't part of the original crime scene. Could we have your permission to check it now, to confirm your story? You need me to do that? A judge would give us a warrant easy enough, but you letting us skip that step would be another gold star in your cooperation column. That's what I'm trying to do. Cooperate. Go ahead. My house is your house. Mi casa ist di casa. Oder irgendwie. Gray's story sounds... Ups. Zuckfinger. Das mit dem Casa war ja irgendwie so, ne? Hier, mein Heim ist dein Heim und so die ganze Geschichte halt. Make sure you check the handle for prints before you touch it. Ja. Guter Einwand. Ich bin nur momentan so voll neben der Spur, dass ich... Ah, so. Hallo. Finger... Jetzt war ich überrumpelt, dass ich den Text natürlich weggeklickt habe, statt ihn vorzulesen. Und auch das, was sie gesagt hat. We can't use that here. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht so gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Was haben wir hier unten? Achso, nicht.
nichts. Doch, halt, da haben wir was. Nummer Pretty 1. slick job of casting there. Are you sure you aren't a pro at this? Ja, ja, komm, du und dein Pro. This looks like a deep impression, so it may be recent. Nach der Sache von der letzten Aufnahmesession werde ich mich ganz sicher nicht als Pro-Gamer bezeichnen. Oder als Pro in diesen Sachen hier. Yuck, that's nasty. Definitely smells like gasoline. Gasoline. Gray's confession is holding up. These are obviously the wine bottles. Ecuadorian vintage, too. There's no prints here. Okay, keine Prints. Können wir eine... Ja, mitnehmen. So, nee, das reicht mir. Dann haben wir hier ganz viele Flaschen. Und... We can't use that here. Oh. There's no prints here. Oh. We can't use that here. Ah, so war das. Und jetzt? We can't use that here. Immer noch nicht, okay. We can't use that here. Ich bin nicht gewohnt, dass das Ding so lange anbleibt, bis ich es quasi mehr oder weniger wegdrücke. Das irritiert mich manchmal noch. Is it my charisma that keeps you coming back for more? Or just my brilliant intellect? Charisma. Ganz ehrlich, es reicht mir, wenn es der Charisma ist. So, aus einem Weinregal mit alten Weinflaschen in Grays Schuppen. Der Wein stammt aus einer ecuadorianischen Weinkellerei. Okay. Sorry. Can't do anything with that. Dann halt nicht. Ein Schreiben, das besagt, dass Mr. Grays Vertrag nicht verlängert wird. Er riskiert den Verlust von 1,5 Millionen $. 1,5 Millionen Motive, wie es so schön dann immer heißt. Und? Sorry. Can't do anything with that. Na, super. Sorry. Can't do anything with that. Ja, ist ja gut. So, vielleicht... You can't put that under the microscope. Ach ja, hörst du mal bitte auf mit diesen... kein Budget unter dem Mikroskop-Dingens. Und suchen. Oh, Übereinstimmung gefunden. Okay, shoe print came from a size 9 runner, which matches Gray's size. Slip-Ergebnis, Schuhabdruck Schuppen 1, Größe 9, J.J. Smith Laufschuhe. Verstehe. Und das andere? Und? So much for Gray being Mr. Cooperation. Prints from an 11.5 boot. About 2 sizes bigger than his feet. Slip-Ergebnis, Schuhabdruck Schuppen 1, Größe 11,5, Concours-Stiefel. Sehr seltsam. Und? Separation beendet. We separated our twins and both have survived. We've got 2 sets of prints now. Sehr schön, cool. Und? Erstmal 2 überlagende Fingerabdrücke. Der Computer könnte sie separieren, gehören zu 2 verschiedenen Personen. Dann Schuhabdruck von Grays Schuppen, stammt von kleineren Schuh, Größe 9 Sportschuhe. Und daneben Schuhabdruck eines größeren Schuhs neben Grays Schuppen gefunden, Stiefel Größe 11,5, also 11,5. So, jetzt suchen wir danach. Oh, 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 und? Yep, these are Gray's prints. They were entered in the system earlier. Ah, Name Jason Gray, Geschlecht männlich, Geburtsdatum 3. August 1957, Größe 1,81 Meter, Gewicht 84 Kilogramm, Augenfarbe blau, Haarfarbe grau, Schuhgröße unbekannt. Hä? Ich dachte 9. Zusätzliche Informationen keine, frühere Haftstrafen keine. Okay, und das? Und? Stan Gins? Wonder if Gray can tell us why he's got a drug dealer in his backyard.